In einer kleinen Stadt in Florida ereignete sich eine faszinierende Geschichte, voller unerwarteter Wendungen, die mit einem kleinen Streit zwischen zwei Nachbarn begann. Der Hauptprotagonist dieser Geschichte war John Atkins, der sich heftig mit seinem Nachbarn wegen eines Verbots, hohe Bäume zu pflanzen, gestritten hatte. Der Nachbar wollte nicht, dass seine Aussicht durch Baumzweige beeinträchtigt würde, und lehnte deren Anpflanzung auf Atkins' Grundstück strikt ab. Anstatt aufzugeben, beschloss John, kreativ zu werden und eine amüsante Art der Rache zu finden. Er plante, ein Haus zu bauen, das trotz seiner schmalen Maße zu einem echten Kunstwerk werden sollte. Atkins errichtete ein Gebäude, das nur 3 Meter breit, aber dafür hoch und komfortabel war. Der Konflikt zwischen den Nachbarn hatte auf einer Versammlung der Anwohner begonnen, bei der Atkins sein Recht auf die Nutzung seines Grundstücks verteidigte. Er erklärte, dass er eine Baugenehmigung beantragen wolle, und zu seiner Überraschung wurde diese tatsächlich erteilt. Allerdings mit strengen Auflagen. Das Haus durfte nur 3 Meter breit sein. Die Höhe war jedoch nicht begrenzt. John musste all seinen Einfallsreichtum nutzen, um den Innenraum effizient zu gestalten. Er ließ maßgefertigte Möbel anfertigen, um den Platz optimal zu nutzen, und so umfasste sein neues Cottage schließlich beeindruckende 144 Quadratmeter. In diesem schmalen, aber hohen Haus fand sogar eine Garage Platz, in die ein Auto passte. Als der Nachbar sah, dass Atkins seinen Plan in die Tat umgesetzt hatte, war sein Gesicht laut John unbeschreiblich. Atkins genoss es sogar, jeden Morgen auf den Balkon zu treten, um seinen armen Nachbarn zu begrüßen, der sich seiner Meinung nach einfach mit den Bäumen hätte abfinden sollen. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.